Wir sind Christopher und Andrea. Bisher reisten wir in unserem Allrad-LKW durch die Welt. Wir wollen uns allerdings einer neuen Herausforderung stellen und lernen gerade auf unserem 24-Fuß-Boot Wilson das Segeln. Moin, moin aus der Wismarer Bucht. Das war unsere erste Nacht vor Anker. Ja, wir sind jetzt ja schon öfters ein bisschen raus gewesen, immer gefahren und ein bisschen Erfahrung sammeln, ein bisschen lernen, auch mit unterschiedlichen Leuten. Das ist ganz cool, sich mal ein bisschen was zeigen zu lassen. Ja. Mittlerweile kommen wir auch schon alleine sehr gut klar, denke ich. Ja, das denke ich auch. Ja. Also es klappt ganz gut. Das mit den Einschätzen ist noch ein bisschen schwierig, weil gestern sind wir rausgefahren, da war eigentlich gar nicht viel Wind vorhergesagt. Nee, ging. Und wir haben dann die Genua, also das größte Vorsegel, was wir halt haben wir raufgezogen. Und sind da damit rausgefahren und beim Rausfahren fiel uns halt schon auf, dass die ganzen Segelboote, die reinfahren, alle nur mit kleinem Vorsegel reingefahren sind. Draußen waren Schaumkämme und... Hat ja auch einen Grund eigentlich. Ja, aber wir hatten dann jetzt ja nur die große Genua vorne drauf und dann haben wir die auch hochgezogen. War ein bisschen doll. Ja, also Kurs halten war gar nicht möglich, wir sind gleich abgetrieben und irgendwann haben wir dann die Genua wieder runtergeholt. Also ziemlich schnell eigentlich. Ja, ich habe ja gehofft, das geht noch irgendwie. Ja, aber das hat nicht funktioniert und dann haben wir halt umgebaut auf das kleine Vorsegel und haben dann das Groß noch hochgezogen und dann ging es. Also dann sind wir gut vorangekommen und sind auch hierher gekommen, wo wir jetzt eigentlich, also wo wir auch hin wollten. Genau, wir liegen hier, ankern hier direkt vor Pöhl. Sehr schön hier. Ja, ja, das Ankern, das war auch noch ein bisschen aufregend. Also das war ja auch das erste Mal dann für uns. Und ja gut, also ich kannte das so vom Motorboot, so mit einem Außenborder so zu ankern ist irgendwie ein bisschen einfacher, wenn man halt rückwärts fahren kann, weil man schmeißt halt den Anker und fährt dann mit dem Boot rückwärts und lässt den Anker sich so ein bisschen eingraben. Aber mit Wilson, so mit dem Segelboot so rückwärts fahren, da hatten wir halt den Wind von der Seite, die Strömung noch und der hat sich mal weggedreht beim Rückwärtsfahren. Also da müssen wir noch ein bisschen üben. Aber wir haben es nachher hinbekommen. Genau, ich glaube, 2, 3 Anläufe haben wir gebraucht. Wir haben dann einfach probiert, wie er sich rückwärts verhält und wie wir am besten dann so rückwärts fahren. Und, aber hier ist genug Platz gewesen. Hier waren nicht so viele andere Boote. Ja, da hinten, ich weiß nicht, ob man das sieht. Da sind 3 Boote. Ja, genau, 3 Boote ankern da hinten. Mhm. Ja, das ist dann auch immer gerade am Anfang so ein bisschen, gibt so ein bisschen Sicherheit, wenn man nicht der Einzige hier ist. Ja. Weil die Windrichtung, das wussten wir auch, die hat über Nacht gedreht. Also wir hatten erst hier direkt über die Insel kam der Wind, da war hier gar keine Welle. Und dann über Nacht drehte er so ein bisschen auf. Hat es ein bisschen geschunkelt. Ja, so auf Südwest, dann kam er so direkt aus Wismar. Und dann waren hier auch so kleinere Wellen, aber war richtig schön. Also zum Schlafen ist das echt gut. War traumhaft, ja. Wir haben auch noch von unseren letzten Segelmanöver haben wir ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Die können wir ja mal einspielen. Ja, das war auch echt schön. From the land of ghosts, Captain George Vancouver alights on the coast with a powdered wig and a quill in his hand on HMS Discovery, charting the Salish Sea. Cartographer to the English realm, a steady mercantile hand on the helm, Union Jacks on western horizons, the undertow of history. Ja, das mit der Drohne, also die Drohnenaufnahmen sind echt schön geworden. Aber das war ein Abenteuer, da müssen wir übrigens auch noch ein bisschen üben, dass wir die Drohne vernünftig gelandet bekommen. Also das war das größte Abenteuer an dem Tag, ja, also nicht das Segeln, sondern das Drohne wieder landen. Weil das mag ich gar nicht erzählen, das war halbe Panik, dass wir die Drohne wieder an Bord bekommen. Weil wenn man ein größeres Schiff hat, ist es natürlich einfach, da kann man sich auch einen Platz suchen, wo man die Drohne landet. Aber hier ist nirgendwo ein Platz, wo man irgendwie landen kann oder mal richtig so was raushalten. Laufen die Wanden lang und ja, und dann mussten wir die halt mit der Hand wieder einfangen.
Und das während der Fahrt, ja, das war schwieriger als gedacht. Starten gar kein Problem, aber landen, ich habe schon überlegt, die auf Land irgendwo zu landen und dann mit diesem Tracker wieder zu suchen und einzusammeln, bevor sie ins Wasser fällt. Aber es ging wirklich so, 10% Akku war noch und dann haben wir es aus der Luft gefangen bekommen. Also zum Glück waren wir da zu dritt, also weil, ja, das war echt weil gut. Einer konnte die Drohne fliegen. Und selbst da war das schwierig, Ja. da haben wir auch einen 380er hingelegt. Ja, auf der Karte sieht das ziemlich lustig aus. Also, Jetzt wollen wir aber erstmal wieder zurückfahren, weil wir müssen unseren Heimathafen anlaufen, weil wir haben gegen Mittag haben wir noch einen Termin, also wir haben jetzt noch 3 Stunden. Ja. Mal gucken, ob wir das schaffen. Also wir wollen ja auch unter Segel reinfahren. Ja, das wird, glaube ich, knapp. Die fahren hier alle irgendwie Ja, man ohne sieht- Segel. Naja, doch. Also so, 1, 2, ja. die bewegen sich ziemlich langsam. Ja. Aber wir versuchen das mal. Ein paar Seemeilen sind das ja. Also wir können es sehen, aber das heißt ja immer nichts. Aber wir werden es mal versuchen. Wenn wir die kleine Fock werden wir jetzt mal runternehmen, die etwas größere rauf. Und dann gucken wir mal, ob wir uns fortbewegen. Ansonsten müssen wir zur Not mit dem Motor reinfahren. Na los. Alles startklar machen. Unter Segeln haben wir jetzt abgelegt, das hat echt gut geklappt und jetzt geht es Richtung Wismar mit 1,8 Knoten. Ja, man kann ja nicht immer auf dem Wasser sein. Also Wir sind auf dem Wasser. ja, schon. Aber heute war mal wieder ein bisschen Basteltag. Also wir haben ein paar Verschönerungsarbeiten noch gemacht und die Batterie eingebaut. Genau, wir haben jetzt eine Lithiumbatterie eingebaut. Wir haben jetzt 12 Volt und 280 Ampere-Stunden. Ja, damit sollten wir eine Weile auskommen. Kleine Solarpaneele haben wir jetzt hier auch noch liegen. Die müssen wir auch noch mal irgendwo anbringen. Vielleicht machen wir es auch flexibel, da haben wir noch nicht genau. Ja, dafür müssen wir noch einen Platz finden. Da So, sind wir so groß ist ja alles nicht. Ne? Genau, da sind wir noch in der Konzeptfindung, wie wir das machen. Ich denke mal, wir werden uns so mehrere Standorte raussuchen, wo man die einklippen kann, die Solarpaneele. Ja, das sehen wir dann, denke ich mal. Ja, Hm. aber das wird schon. Also so langsam wird es. Also so wie wir uns das auch so ein bisschen ausgemalt haben. Ja, weil wir wollen ja auch noch mal eine längere Tour dann mal machen demnächst. Und diese Erfahrung durften wir jetzt ja auch schon sammeln. Wir wissen jetzt ja auch, wie man mit etwas rauerer See umgeht. Ja, also das muss man noch ein bisschen üben auf jeden Fall. Also eigentlich, wir hatten Besuch und wollten ja gerne mal raussegeln, rübersegeln nach Hohenwieschendorf, das ist gar nicht so weit weg, und wollten da zum Pizzaessen rüber. Ja, ich glaube so 10 Seemeilen sind Ja. das, glaube ich, circa. Ja, und das ist ein schöner Ausflug eigentlich, aber dann kam eine kleine Unwetterfront dazwischen. Hat sich auch schon angekündigt. Also ich denke mal, wir werden wahrscheinlich umgedreht, weiß ich nicht. Wir hätten, glaube ich, alles runtergeholt und hätten ja, abgewartet. also wir hatten Windstärke 6 bis 7 hatten wir so in der Böe. Es ging halt eine Viertelstunde lang. Und wir hatten ja aber zum Glück einen erfahrenen Segler dabei. Zum Glück, zum Glück. Der hat Wilson mal so richtig so schräg gelegt. Also ich hätte das nie im Leben Nee, gemacht. also da haben wir gemerkt, wir haben noch viel zu lernen. Ja. Gerade wenn die See mal ein bisschen rauer wird. Wir waren halt zu viert auf dem Boot und ich war dann einmal unten drin und das war ein sehr komisches Gefühl. Man stand wirklich da, wo jetzt die Fenster eigentlich sind, da stand ich mit den Füßen, weil wir wirklich so schräg lagen. War schon eine sehr interessante Erfahrung. Aber wir sind beide nicht seekrank geworden. Das war alles es hat richtig Spaß gemacht. Ja, genau. Also es war mehr Spaß als irgendwie. Ja. Also zwischendurch dachte ich mir auch so, da kommt ganz schön viel Wasser über die Reling. Also es liegt schon ganz schön schräg, aber
Es hat ja irgendwie Spaß gemacht und es war absehbar. Also man hat am Wetter auch gesehen, dass es dann gleich vorbei ist. Also es war wirklich eine Viertelstunde und danach war windstill. Leider haben wir natürlich kaum gefilmt, weil das war alles so aufregend. Wie auch. Also einer an der Pinne, der andere kriegt Anweisungen und also es war natürlich trotzdem, dass wir geübt haben in dem Unwetter und haben dann immer Anweisungen gekriegt, was wir jetzt machen sollen. Wie man jetzt die Wände fährt, was man machen kann, wenn der Wind zu stark wird. Natürlich reffen, ja, das ist klar. Aber es ging auch so halt. So. Und ja, Vorfahrtsregeln durften wir dann auch noch mal. Weil es war ein Katamaran auch noch draußen zu der Zeit. Das war das einzige Boot, was noch draußen war. Und dann war es natürlich so, dann unsere Kurse kreuzten sich und dann war halt Vorfahrtsregeln, dann musst du alles schalten und aber hat ja geklappt. Hat alles geklappt. Also so dieses, auf was man alles achten muss. Und das war schon super spannend, das mal so mitzumachen. Und die Pizza hat nachher geschmeckt. Ja, die hat natürlich doppelt so gut geschmeckt. Ja, wir haben auch ein paar Aufnahmen mit dem Telefon gemacht. Also das war aber alles, bevor der richtige Sturm losging. Ja, währenddessen, da habe ich mich auch nicht mehr getraut, das Telefon noch in die Hand zu nehmen. Es regnete halt ja auch und aber man kommt Routine rein und wenn ein bisschen Routine reinkommt, dann können wir auch mal wieder öfter die Kamera rausholen, denke ich. Ja, das denke ich auch. Ja, die Rücktour war dann auch ganz schön. Also da kam dann der Wind von hinten und so richtig schön schön im Schmetterling, also so Butterfly, also Vorsegel, das Vorsegel auf der einen Seite, das Großsegel auf der anderen Seite und dann so mit dem Wind sind wir halt gefahren und haben auch 5,5 Knoten gemacht und wenn man mit dem Wind immer fährt, dann merkt man das halt gar nicht, so diese Wellen und sonst wenn man kreuzt, ist das doch immer, schaukelt das ganz schön und mit dem Wind, man denkt, man steht. Also man guckt nur, 5,5 Knoten. Das ist schon ganz cool. Also ging auch super schnell dann der Rückweg. Jetzt werden wir noch mal ein paar Sachen fertig machen, was hier noch so rumliegt. Also hauptsächlich aufräumen, denke ich. Ja, und vielleicht noch mal irgendwie die Kochgelegenheit ein bisschen optimieren oder so. Also ein paar Sachen sind noch, bevor wir dann eine längere Tour planen demnächst. Also 2-3 Wochen wollen wir mal unterwegs sein. Genau, also wir haben uns so die Häfen schon angeguckt. Die sind auch alle nicht so weit auseinander hier oben und da bin ich schon sehr gespannt. Da haben wir jetzt auch schon mal geübt, in einem anderen Hafen dann anlegen. Also nicht nur unsere Standardbox. Ja, genau. Werden wir mal ein bisschen rummöhlen und dann. Und hoffentlich können wir es dann mal wieder ein bisschen mehr begleiten. Genau, und dann werden wir mal wieder nächstes Mal von der See berichten.